Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Trends für 2021 Video. Und ja, das letzte habt ihr wunderbar gefeiert. Dieses Video noch besser für euch. Zumindest habt ihr mir das gesagt, dass ihr euch das wünscht. Und zwar geht es dieses Mal um künstliche Intelligenz und Machine Learning. Das heißt, was wird uns 2021 alles erwarten? Womit sollte man sich vielleicht jetzt schon beschäftigen, damit man auf 2021 gesehen die besten Chancen hat, um mitzuhalten mit der Technologie und nicht irgendwas völlig Unnötiges gelernt hat? Natürlich gibt es auch hier wieder eine kleine Abstimmung für euch, dieses Mal allerdings nicht in den Kommentaren, das heißt geht in euer Handy rein und schaut mal bei mir auf dem Kanal in den Umfragen. Also da gibt es so einen Community-Tab, beziehungsweise ihr solltet das auch in der Abo-Box sehen. Falls ihr mich abonniert habt, falls nicht, solltet ihr das dringend nachholen. Okay, wir wollen zunächst mal uns fragen, was genau wird eigentlich mit dieser KI hauptsächlich entwickelt werden? Dann wollen wir uns fragen, wie wird das eigentlich gemacht? Und am Ende wollen wir uns fragen, womit, also mit welchen Frameworks, mit welchen Sprachen wird das vermutlich alles gemacht? Und ja, natürlich werden bestehende Technologien weiter und mehr werden, das ist gar keine Frage. Es wird mehr Bilderkennung geben, mehr selbstfahrende Autos, mehr und mehr von dem, was wir schon haben, das ist klar. Aber aktuell liegt der Fokus vieler Businesses, also vieler Unternehmen eigentlich auf ein paar anderen Dingen als selbstfahrende Autos oder Bilderkennung, weil das eigentlich schon wirklich gut funktioniert. Das heißt, da wo man es einsetzen kann, da macht man das schon, beziehungsweise kann es relativ leicht adaptieren. Aber in der Forschung wird gerade also in der Innovation der Businesses wird so gerade ein bisschen was anderes beleuchtet. Und zwar, viele nutzen aktuell schon diese AI-powered Chatbots. Die habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Bei Amazon gibt es den, bei sehr, sehr vielen Webseiten, wo ihr irgendwas buchen könnt oder irgendwas bezahlen könnt. Da gibt es so einen kleinen Chatbot an der Seite, unten rechts ist der meistens. Und dort wird dann so angezeigt, hallo, hier ist Franziska. Bitte chatte mit mir, um deine Fragen zu klären. So, diese Dinger werden mittlerweile von sehr vielen Webseiten eingesetzt und dementsprechend sind sie natürlich auch gefragt. Aber, und das ist der große Punkt, meistens muss tatsächlich noch ein Mitarbeiter die betreuen bzw. dann einspringen, wenn die nicht mehr weiter wissen. Und das ist leider aktuell noch relativ häufig der Fall, weil die Dinger unglaublich primitiv sind. Das bedeutet, viele Unternehmen setzen gerade drauf, dass die sich weiterentwickeln, dass die ihre Supportkapazitäten immer besser abbauen können, beziehungsweise auch schneller Support liefern können für dieselben Kosten im Endeffekt. Weil so eine KI, die kann ja vieles regeln. Also zum Beispiel Bestellungen anzeigen oder vielleicht bei einer Bestellung helfen. Und klar, für normale, leichte Anfragen ist das wunderbar. Aber man kann das natürlich sehr, sehr komplex aufbauen. Man kann die immer größer werden lassen. Das ist natürlich super interessant. Außerdem ein ganz großes Thema jetzt durch unsere große Pandemie, die wir gerade erleben. KI in der Medizin. Ja? KI in der Medizin ist ein gigantisches Ding. Wir haben auch mal einen Livestream gemacht, wo wir was zu Bilderkennung gemacht haben und ja, zu Röntgenbildern von der Lunge, die Pneumonie erkennen können. Das ist Lungenentzündung im Endeffekt. Und man konnte das mit einer KI relativ zuverlässig erkennen. Die sind aber noch viel weiter gegangen und finden natürlich noch sehr viel mehr als nur von einem Röntgenbild von der Lunge irgendwas. Sondern es gibt mittlerweile sogar eine KI, die scheinbar zumindest, ich will hier nicht sagen, ob die wirklich funktioniert, das kann ich nicht beurteilen, aber scheinbar anhand des Atmens oder Sprechens, ich bin mir nicht ganz sicher, Corona erkennen kann. Und ja, wir sehen gerade, was so eine Pandemie uns eigentlich auch Gutes tun kann. Weil ohne die Pandemie wäre so ein Ding wahrscheinlich niemals entwickelt worden. Und jetzt sind gerade alle so aufgewacht, oh, wir könnten ja KI benutzen, um bessere Medizin zu machen. Und dass das nur bedingt funktioniert, sollte jedem klar sein. Also ich meine, eine KI wird niemals, oder zumindest aktuell noch nicht, einen kompletten Arzt ersetzen. Aber unsere Ärzte, unser Gesundheitssystem ist so hart ausgelastet, dass die alles nehmen, was ihnen ein bisschen was abnehmen kann. Und deswegen natürlich auch eine KI. Und so eine KI, die kann ja mit dem Arzt zusammenarbeiten. Also eine KI kann zum Beispiel sagen, hey, du hast da was und da was, das ist nicht normal, sieht nicht gut aus. Und dann kann der Arzt drauf gucken und sagen, ah, okay, ja, du stirbst in 20 Minuten weg. So, das kann natürlich ein Arzt dann besser beurteilen als eine KI, aber eine KI kann ihm sagen, wo er eigentlich hingucken muss. Und zum Beispiel auch in den Laboren kann sowas eingesetzt werden. Zum Beispiel, wenn man irgendwie irgendwas erkennen möchte im Blut, zum Beispiel irgendwelche Viecher, die im Blut sind. Ich kenne mich da nicht so perfekt aus, aber normalerweise sind Ärzte da sehr, sehr gut drin, dir zu sagen, was genau sie eigentlich da machen. Und können einem Informatiker wunderbar sagen, hey, schau mal, wenn das so aussieht, dann ist es böse. Mach mal, label mal diese ganzen Bilder und dann können wir das mit einer KI quasi machen. Also hier eigentlich Bilderkennung, die aber ein bisschen anders eingesetzt wird. Wahnsinnig faszinierendes Thema.
Und ja, für viele Prozesse gibt es aktuell ein paar wenige Dinge, die da helfen, das Ganze automatisiert zu machen. Also zum Beispiel natürlich, man kennt das Fließband, ja? Das Fließband von einem Autohersteller zum Beispiel. Aber was ist, wenn man so Prozesse automatisieren kann? Das ist auch ein großes Thema aktuell, wenn man zum Beispiel wirklich in den Prozessen mehr Schritte automatisieren kann, ohne dass jemand da hingucken muss. Und ja, natürlich, das kostet Jobs, aber diese Menschen können natürlich dann einfach höher qualifiziertere Jobs machen. Die können sich zum Beispiel fortbilden, dass sie diese Maschinen betreuen oder dass sie einfach selbst neue Maschinen entwickeln und da bei der Entwicklung helfen, weil sie natürlich die Erfahrung haben, wie sieht das eigentlich in der Praxis aus. Und sowas ist natürlich auch immer wieder gerne gesehen. Außerdem, und das machen aktuell auch immer mehr Firmen, sie gehen in Richtung Data-Driven Business. Das ist jetzt ein großer Term, der eigentlich von Netflix erstmal geprägt wurde und von YouTube. Das sind im Endeffekt Firmen, die nur noch agieren basierend auf den Daten, die sie eigentlich bekommen aus ihrer Tätigkeit. Das heißt, Netflix entwickelt neue Serien basierend auf dem, was sie schon entwickelt haben. Genauso ist es bei YouTube. YouTube promotet Videos basierend auf dem, was Nutzer schon konsumiert haben. Das heißt, was gut läuft, was die Leute sehen wollen, davon produzieren sie quasi mehr. Also YouTube gibt mir quasi Feedback, wie eigentlich einzelne Videos funktionieren. Und wenn YouTube sagt, hey, Trends 2021, geiles Format, das promote ich auf der Startseite, dann sage ich, okay YouTube, dann mache ich mehr davon. So funktioniert im Endeffekt YouTube. Und Netflix macht das nicht anders. Bei Netflix werden die Serien mehr produziert, die gut geklickt werden und die sich dann gelohnt haben in den Herstellungskosten. Die versuchen das immer so ein bisschen zu balancen. Und ja, es ist der Trend, dass da immer mehr hingeht. Und das hat natürlich immer so sein Geschmäckle. Jeder weiß, dass Netflix jetzt nicht unbedingt für seine hochqualitativen Medien immer bekannt ist. Momentan zumindest ein bisschen schwierig. Aber ja, es ist natürlich für die Betriebe selbst immer eine sehr interessante Sache. Man sollte nur nicht komplett auf die KI hier vielleicht vertrauen, sondern auch nochmal von Hand ein bisschen nachforschen, was da so gut ist. Außerdem ein weiteres großes Ding, AIoT. Ja, das ist ein komisches Zusammengemisch aus AI und IoT. AI steht für Künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, und IoT steht für Internet of Things. Das heißt, das Internet der Dinge, der kleinen Gerätschaften, die da irgendwie sich verbinden. Und da kann man zum Beispiel sowas reinzählen wie kleine Peripheriegeräte, also sowas wie Bluetooth-Kopfhörer, sowas wie kleine Beacons, die man in der Tasche mit sich rumträgt und mit denen man dann zum Beispiel getrackt werden kann, wenn man das natürlich möchte. Und AI wiederum nimmt die Daten aus diesen Beacons oder aus den Kopfhörern oder was auch immer ihr da für Peripheriegeräte eigentlich verwendet und macht irgendwas Schlaues damit. Also AI, künstliche Intelligenz, ja, die machen dann irgendwas Cooles damit. Zum Beispiel sagen, hey, wenn dein Handy sich innerhalb der Wohnung befindet, in der du wohnst, dann schalten wir automatisch WLAN an. Aber ansonsten schalten wir automatisch WLAN aus, weil das verbraucht ja Strom. Und das ist clever, das ist super clever. Auf der anderen Seite gibt es natürlich sehr viel mehr, was man damit noch machen kann, weil wir immer mehr Smart-Dinge an uns rumtragen. Zum Beispiel Smartwatches, ich habe keine, aber ja, solche Dinge kann man wunderbar mit sich rumtragen. Und hier haben wir natürlich auch immer wieder ein großes Problem. Solche Gerätschaften und solche KIs müssen irgendwie basierend auf sehr vielen Daten entwickelt werden. Und hier haben wir gleich zwei Probleme. Zum einen Datenschutz, das ist auch ein riesiges Thema in der KI. Wie kann ich eigentlich Daten anonymisieren und dann benutzen, ohne gleich irgendwie Rückschlüsse auf meinen User zuzulassen? Das heißt, ich meine als Unternehmen, ich gebe jedem Unternehmen gerne meine Daten, wenn es damit irgendwas Sinnvolles machen kann und mich dabei komplett außen vor lässt. Wenn ich jetzt da komplett einfach als User gestrichen werde aus dem Datensatz, ist mir das recht. Auf der anderen Seite, wenn jetzt da mein voller Name drin steht und quasi jedes Mal, wo ich mich eigentlich bewege, nicht so geil. Das möchte ich lieber nicht haben. Deswegen ist es natürlich sehr wichtig, User auch zu pseudonymisieren, wo man auch immer das kann. Und da ist natürlich auch ein großes Forschungsgebiet, weil da immer mehr getan werden muss auch. Weil man natürlich immer mehr Daten hat und immer mehr Daten brauchen immer mehr Techniken, um sie natürlich sicher zu halten. Ein weiteres großes Problem bei großen Datenmengen und gerade auch bei AIoT ist natürlich die sichere Datenquelle. Das heißt hier nochmal ein bisschen Security auf eine andere Art und Weise. Und zwar, wenn ich jetzt Datensätze habe, dann möchte ich natürlich auch, dass diese Datensätze authentisch und gute Daten sind. Und das bedeutet, ich möchte, dass diese Datensätze eigentlich gute Daten sind. Und das ist teilweise gar nicht so einfach. Ich meine, jeder hat schon mal aus Versehen vielleicht bei Google Capture oder auch mit Absicht bei Google Capture was falsch angeklickt.
Diese Datensätze landen natürlich trotzdem im Trainingsdatensatz dann drin. Und naja, das ist ein bisschen problematisch, denn Google möchte anhand von dieser KI, die mit Google Capture gemacht wurde, auch seinen Trainingsdatensatz füttern. Das heißt, die Bilder, die wir vielleicht labeln über Capture, werden benutzt später. Wenn ich da jetzt aber ständig was Falsches anklicke, dann verfälscht das natürlich auch meine KI und meine KI ist am Ende komplett verwirrt, was da eigentlich groß passiert. Schwieriges Thema, deswegen wird da immer mehr Forschung reingesteckt, wie kann man eigentlich Daten sinnvoll bekommen. Kommen wir aber zum, wie zur Hölle wollen wir das alles machen? Wie können wir eigentlich schon wieder bessere KIs schaffen, wo wir doch die letzten paar Jahre schon echt rausgehauen haben? Nun, das große Thema ist, jedes Mal, wenn neue Grafikkarten auf den Markt kommen, springt KI gleich mal um Vielfaches nach oben. Warum ist das so? Naja, je mehr Grafikkartenspeicher wir haben, desto größere KIs können wir trainieren. Und je mehr Grafikkartenpower wir haben, desto schneller können wir trainieren. Das heißt, durch die neuen Grafikkarten, durch die neuen vor allem Nvidia-Grafikkarten, die da gerade auf den Markt gekommen sind, mit CUDA und allem drum und dran, haben wir jetzt hier tatsächlich was in unserer Hand, was uns sehr weit bringen kann mit der KI nochmal. Und jedes Mal, wenn Nvidia was Neues raushaut, ist es eigentlich schon mal ein großer Fortschritt. Nicht nur für Gamer, sondern auch für Forschung. Wir haben neue Rechenzentren bekommen. Zum Beispiel in Jülich wurde gerade eins errichtet. Das habe ich in den Informatik-IT-Trends auf meinem Vlog-Kanal vorgestellt. Könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Wir sind mittlerweile in Deutschland mit 3 Forschungszentren in den Top 20 Supercomputern der ganzen Welt gelistet. Ist das nicht unglaublich? Und die benutzen eigentlich alle diese neuen Grafikkarten, weil wir eben natürlich diese Rechenpower auch wirklich brauchen. Ein weiteres großes Thema ist natürlich Cloud. Ja, nicht jeder hat einen Supercomputer zu Hause stehen. Ich möchte aber vielleicht auch mal was mit KI machen. Also, was kann ich machen? Naja, ich kann mir einfach bei Amazon oder bei Google oder bei Microsoft oder irgendwo anders Cloud mieten, Cloud-Rechenleistung mieten, basierend auf Grafikkarten. Da kann ich dann sagen, hey, ich hätte gerne 8 von den neuesten, stärksten, krassesten Grafikkarten. Die zahle ich halt dann ein paar hundert Euro in der Stunde, aber ich kann darauf meine KI trainieren. Und das ist natürlich auch ein gigantischer Trend, der hat sich schon sehr weit etabliert und durchgesetzt. Viele trainieren mittlerweile nur noch in der Cloud und programmieren einfach mit ihrem Laptop, aber natürlich noch nicht so weit, wie es eigentlich sein könnte. Das wird immer ein bisschen mehr werden. Vielleicht auch gerade mit den kostenlosen Ressourcen, da muss man aber vorsichtig sein, weil die Firmen wollen natürlich auch ein bisschen was bezahlt bekommen. Ja, und zu guter Letzt, beziehungsweise zu vorletzt, haben wir natürlich auch noch Chips, die wirklich gebaut wurden, um speziell für KI zu agieren. Das bedeutet, wir haben sowas wie den Snapdragon oder auch von AMD und Nvidia wirklich Chips, die nur gemacht wurden, um KI-Module zu sein. Das heißt, die können nichts anderes außer KI. Und das ist meistens ein großer Fortschritt für KI, weil es dann effizienter und schneller ist, wenn man das Ding direkt in Hardware gießen kann. Und ja, dann ist das Ding gleich nochmal schneller. Riesiger Fortschritt also auch hier. Das heißt, wir haben sehr viel Rechenpower und können sehr viel auch mit AI dann arbeiten. Aber zu guter Letzt in dieser Kategorie, wie wir das eigentlich alles schaffen wollen, ist Quantencomputer ein großes Thema. Kann man Quantencomputer für künstliche Intelligenzen verwenden? Beziehungsweise die Antwort hat man eigentlich schon, ja, man kann sie verwenden. Aber die große Frage ist natürlich, wie weit werden Quantencomputer 2021 kommen? Und wird das vielleicht wirklich für KI schon relevant sein? Kann man damit vielleicht schon einzelne neuronale Netze trainieren und damit dann schon wirklich gute Ergebnisse erzielen? Wenn das funktioniert, dann wird das ein gigantisches Thema werden, aber aktuell ist noch unsicher, wie weit wir das schaffen, weil ja, es gibt Schwierigkeiten mit Quantencomputern, es gibt große Fortschritte mit Quantencomputern, wir kommen näher. Aber die Dinger sind natürlich auch alle Cloud-basiert, also niemand wird wahrscheinlich sich zu Hause einen Quantencomputer hinstellen und damit dann irgendwas berechnen. Aber trotzdem absolut faszinierend und da bleibe ich natürlich auf jeden Fall für euch dran. So, jetzt natürlich für euch die Frage, Mensch, Cedric, welche Technologie soll ich eigentlich lernen, damit ich da auf dem neuesten Stand bin, damit ich da immer weitermachen kann? Und das möchte ich euch natürlich auch beantworten. Und zwar Platz 1 von all meinen Lieblings- und ja, bevorzugtesten KI-Frameworks aktuell ist eigentlich gerade TensorFlow. TensorFlow, da bin ich auch gerade an der Reihe dran, das wird sich noch ein bisschen ziehen, ich will die ein bisschen spezieller gestalten als sonst. Aber ja, da gibt es enorm viel, was man machen kann. Und genau, hier könnt ihr natürlich auch wieder abstimmen, was so eure Favoriten sind. TensorFlow gibt es auf jeden Fall und den Rest schauen wir mal. Mit TensorFlow kann man wunderbar neuronale Netze erstellen und ja, damit kann man natürlich dann künstliche Intelligenzen ziemlich krass machen.
Aber neuronales Netz alleine ist selten perfekt. Meistens braucht man noch sehr viel Code drumherum, der den zusammenhält. Das heißt, da ist Python ein ganz großes Thema, weil Python, neuronale Netze, TensorFlow wunderbar miteinander harmonieren. TensorFlow ist, wie gesagt, auch ein Python-Framework. Aktuell gibt es allerdings auch noch PyTorch, das ist auch noch sehr, sehr berühmt und wird auch noch sehr viel benutzt. Allerdings hat TensorFlow mittlerweile mit seiner 2.0 Version den Rang PyTorch ein bisschen abgelaufen, weil TensorFlow 2.0 plötzlich einfach sehr viel einfacher zu benutzen ist und sehr viel intuitiver auch. Gut, aber es gibt natürlich auch noch andere Neuerungen, weil Python nicht alles immer so macht, wie das alle mögen, und für die Leute gibt es natürlich auch noch ein paar andere Sachen. Und zwar R. Die Programmiersprache hat einfach nur einen Buchstaben, R. Ja. Damit kann man auch KIs machen, ist nicht, also meiner Meinung nach, ich kann halt Python gut, aber ist meiner Meinung nach nicht ganz so intuitiv wie bei Python. Kann man aber auch durchaus für neuronale Netze und Berechnung und KI benutzen, genauso wie eben Julia, wie der Vorname Julia geschrieben. Das ist auch eine Sprache, die für künstliche Intelligenz momentan viel benutzt wird. Diese beiden sind auf dem Vormarsch, würde ich sagen, aber noch lange nicht so weit wie Python. Aber wenn ihr dazu ein Video wollt, wie gesagt, schaut in der Abstimmung vorbei. Ein weiteres ganz großes Ding sind eigentlich Codeless Frameworks. Das heißt, Sachen oder Frameworks, wo ihr eigentlich gar nicht mehr programmieren müsst, um neuronale Netze vorzustellen oder zu machen. Und wir haben das schon mal eins gemacht, wir haben uns das angeguckt, das war das Deep Learning Studio. Das war quasi einfach so eine grafische Umgebung, wo man sich sein neuronales Netz zusammenpuzzeln musste. Da hat man dann natürlich sehr viel mit Data Science zu tun, weil man seine Daten in eine einigermaßen sinnvolle Ordnung bringen muss und die dann auch vernünftig laden möchte damit. Auf der anderen Seite ist es natürlich geil, wenn man so einen Datensatz hat und man kann den da quasi direkt reinladen und sagen, hey, ich will ganz gerne mein neuronales Netz so machen, so, fertig. Geil. Ja, dann ist man halt, wenn man einen guten Datensatz hat, wenn die Daten in der im richtigen Format sind, dann ist man da so schnell fertig, das ist der Wahnsinn. Und hier tun sich auch große Player auf, und zwar Google hat da auch schon was gemacht, Microsoft arbeitet an was, Sony arbeitet an was und so weiter und so fort. Also die wollen alle neuronale Netze so einfach wie möglich zugänglich machen, aber die sind alle noch in der Entwicklung und noch nicht so perfekt, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Abschließend allerdings hier vielleicht noch ein kleines Data Science Modul, für das ich auch schon eine Tutorial-Reihe gerade fertig gemacht habe, die ihr auf Patreon findet übrigens, und zwar nennt sich das Framework PySpark. Das ist quasi Spark, also von Apache Spark, nur eben für Python, und das heißt, ich kann mit Python im Endeffekt meine Daten richtig geil rumjonglieren, effizient verarbeiten, kleinere Machine Learning Sachen drauf ausführen und ja, dann natürlich auch in größere Frameworks wie eben zum Beispiel das Deep Learning Studio reinladen. Und das ist sehr, sehr hilfreich teilweise. Das heißt, man muss seine Daten jetzt besser verarbeiten, ist da nicht mehr ganz so flexibel, was seine Frameworks angeht und was seine Struktur von den ganzen Daten und Ordnern angeht, kann es dann aber natürlich am Ende wieder schneller benutzen, indem man sowas wie eben Deep Learning Studio verwendet. Ja, alles in allem sehr, sehr viele faszinierende Dinge. Ich bleibe da auf jeden Fall für euch dran. Ich kann euch noch nicht sagen, welche davon wirklich relevant werden. Das muss man ein bisschen verfolgen und da werde ich euch natürlich dann ein Tutorial nachliefern, weil die Dinger sind ja relativ schnell gemacht, weil es ist ja so einfach zu benutzen. Und da werde ich dann wahrscheinlich einzelne Videos dazu machen. Das schauen wir uns aber gerne mal an. Und damit kommen wir zu dem heutigen Sponsor, und zwar Get in IT. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, hey, ich will in diesem Bereich arbeiten, Mensch, dann schaut einfach mal bei der Plattform hier vorbei. Get in IT bietet euch nämlich genau das. Ihr könnt euch da anmelden und ihr müsst euch nirgends bewerben. Die Firmen bewerben sich nämlich bei euch und für euch ist das komplett kostenlos. Das ist das Tolle daran, wenn die Firmen quasi dafür bezahlen, dass ihr bei ihnen arbeiten dürft, weil ihr eben so gefragte Jobs ausüben wollt natürlich. Ja, einfach mal hier euch anmelden, auf Profil gehen und dort tatsächlich mal eingeben, ach Mensch, wir haben ja schon Machine Learning gemacht hier. Ja gut, also dann einfach Machine Learning hier eingeben und eure Stufen natürlich so einschätzen, dass es realistisch ist. Also wenn ihr gerade angefangen habt auf 1, aber wenn ihr es so gut könnt, dass ihr quasi sagt, hey Mensch, ich kann das, dann sagt ihr einfach mal, Mensch, ich kann das wirklich gut, dann habt ihr es auf 5 und dann werdet ihr hier tatsächlich noch ein paar andere Sachen finden, wo ihr auswählen könnt, was ihr da so alles habt, was eure Perspektiven sind, was euer Studium, eure Ausbildung so war. Und dann bewerben sich die Firmen bei euch, ohne dass ihr wirklich was machen müsst. Und zwar mit einer relativ hohen Chance. Denn wir haben das hier schon ein paar Mal promotet. Und das Tolle ist, wirklich von den Leuten, die sich angemeldet haben und ihr Profil vollständig ausgefüllt haben, haben 80% bzw. sogar ein bisschen mehr, haben tatsächlich schon eine Anfrage von einer Firma bekommen. Das heißt, wenn ihr auf der Suche nach einem Job seid, wunderbar, perfekt für euch. Damit wünsche ich euch viel Spaß und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.